Viele Frauen bemerken irgendwann etwas Beunruhigendes. Der gewohnte Zopf wirkt dünner und morgens bleiben plötzlich viel mehr Haare in der Bürste hängen als früher. Im Alltag schieben wir das oft auf Stress oder ein schlechtes Shampoo. Doch unsere Haare sind ein empfindlicher Spiegel innerer Mängel. Aus Sicht des Körpers ist volles Haar nämlich Luxus. Sobald wichtige Nährstoffe fehlen, spart der Organismus zuerst an den Haarwurzeln, um lebenswichtige Organe zu versorgen. Keine teure Maske kann helfen, wenn die Ursache im Inneren liegt. Schauen wir uns deshalb die 10 wichtigsten Elemente an, die den Haarwachstumzyklus steuern und dem Haar seine natürliche Fülle zurückgeben. Methode Nummer 1: Stabiles Keratin, Biotin. Beginnen wir mit dem bekanntesten Stoff überhaupt, Biotin, auch Vitamin B7 genannt. Unsere Haare bestehen zu über 90% aus dem festen Eiweiß Keratin. Biotin wirkt dabei wie ein zentraler Kofaktor, der dem Körper hilft, Aminosäuren zu stabilen Keratinstrukturen aufzubauen. Fehlt Biotin, gerät die Produktion dieses Baustoffs aus dem Gleichgewicht. Das Haar verliert an Elastizität, wirkt stumpf und bricht schneller ab. Um den Speicher wieder aufzufüllen, helfen schon einfache Lebensmittel wie Eigelb, Innereien, besonders Rinderleber, sowie Mandeln und Walnüsse. Methode Nummer 2: Schlafende Haarwurzeln aktivieren, Vitamin D. Wenn Biotin für Stabilität sorgt, übernimmt Vitamin D die Rolle des Strategen. Haarfollikel besitzen spezielle Rezeptoren, die extrem empfindlich auf dieses Vitamin reagieren. Genau dieses Signal bringt die Haarwurzel aus der Ruhephase zurück in aktives Wachstum. Bei einem Mangel schlafen die Follikel praktisch ein. Alte Haare fallen aus, neue wachsen kaum nach. Neben Sonnenlicht liefern vor allem Lebertran, wilder Lachs, Hering und hochwertige Butter besonders viel Vitamin D. Methode Nummer 3: Sauerstofftransport, Vitamin C. Starker Haarausfall hängt oft mit Eisenmangel zusammen. Was viele nicht wissen: Ohne Vitamin C kann Eisen im Darm kaum aufgenommen werden. Vitamin C wandelt Eisen in eine Form um, die Sauerstoff bis zu den Haarwurzeln transportieren kann. Gleichzeitig stärkt es die feinen Kapillaren der Kopfhaut. Und die besten Quellen sind nicht nur Zitrusfrüchte. Besonders viel Vitamin C steckt in frischer Hagebutte, roter Paprika, schwarzer Johannisbeere und Sauerkraut. Methode Nummer 4: Motor der Zellteilung, Bi-12 und Folsäure. Die Zellen der Haarmatrix teilen sich extrem schnell, schneller als viele andere Zellen im Körper. Dafür braucht der Organismus eine fehlerfreie DNA-Kopie, gesteuert durch Vitamin B12 und Folsäure. Dieses Duo bildet rote Blutkörperchen, die die Haarwurzel mit Sauerstoff versorgen. Fehlen diese Stoffe, wird die Haarwurzel geschwächt. Folsäure findet sich vor allem in dunkelgrünem Blattgemüse, Spinat und Brokkoli. Vitamin B12 dagegen stammt fast ausschließlich aus tierischen Produkten wie hochwertigem roten Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten. Methode Nummer 5: Schutz vor Austrocknung, Vitamin A. Alle Körperzellen brauchen Vitamin A für gesundes Wachstum. Außerdem unterstützt es die Talgdrüsen dabei, schützendes Hautfett zu produzieren, das die Kopfhaut mit Feuchtigkeit versorgt und die Haare vor dem Austrocknen schützt. Doch hier ist Vorsicht wichtig: Zu viel Vitamin A aus Nahrungsergänzungsmitteln kann sogar Haarausfall fördern. Sicherer ist es deshalb, Vitamin A aus natürlichen Lebensmitteln zu beziehen, etwa aus Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln oder fettem Käse und Eiern. Methode Nummer 6: Schutz vor Stress, Vitamin Bi5. Vitamin Bi5 beeinflusst direkt, wie unser Körper mit Stress umgeht, weil es die Arbeit der Nebennieren reguliert. Dauerhafter Stress verengt die Gefäße der Kopfhaut und blockiert so die Versorgung der Haare.
B5 hilft, diesen Kreislauf zu lösen, stärkt gleichzeitig die Haarkutikula und schützt die Haarstruktur. Gute Quellen dafür sind Vollkornprodukte, Bierhefe, Pilze, Avocado und Geflügelfleisch. Methode Nummer 7. Antioxidativer Schutzschild Vitamin E. Unsere Haare sind täglich Umweltbelastungen ausgesetzt, die oxidativen Stress verursachen. Vitamin E wirkt dabei wie ein starkes Antioxidant, das die Lipidschicht der Kopfhaut schützt. Es reduziert Entzündungen in den Follikeln und schafft bessere Bedingungen für kräftiges neues Haarwachstum. Besonders reich an Vitamin E sind Sonnenblumenkerne, kaltgepresste Pflanzenöle, Spinat und Spargel. Methode Nummer 8. Der wichtigste Stimulator: Zink. Zink spielt eine entscheidende Rolle bei der Eiweißproduktion und der Regeneration des Haargewebes. Außerdem sorgt es dafür, dass die Talgdrüsen rund um die Haarfollikel richtig arbeiten. Haarausfall gilt als klassisches Zeichen für Zinkmangel. Gute Quellen sind Kürbiskerne, Rindfleisch, Kichererbsen, Linsen und Meeresfrüchte. Methode Nummer 9. Transportknotenpunkt Kupfer. Kupfer wird für Enzyme benötigt, die Kollagen und Elastin verbinden. Noch wichtiger ist jedoch seine Rolle bei der Bildung von Melanin, dem Stoff, der dem Haar seine natürliche Farbe verleiht. Kupfermangel kann poröse Haare und frühes Ergrauen begünstigen. Gute Quellen dafür sind dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil, Sesam, Leber und Wachteleier. Methode Nummer 10. Gesunde Fettbalance, Omega-3. Und schließlich Omega-3-Fettsäuren. Unser Körper kann sie nicht selbst herstellen. Diese Fette versorgen die Haarwurzel mit Nährstoffen und halten die Kopfhaut elastisch. Fehlen gesunde Fette in der Ernährung, wirken Haare, selbst bei ausreichenden Vitaminen, trocken und brüchig. Besonders reich an Omega-3 sind fettreiche Wildfische wie Makrele, Sardinen oder Thunfisch sowie Leinsamen und Chiasamen. Schöne und kräftige Haare beginnen immer von innen. Das Gleichgewicht aus Vitaminen und Mineralstoffen wiederherzustellen, ist der erste Schritt zu gesundem Haarwachstum. Wichtig ist aber auch zu verstehen, der Körper sendet selten grundlos Warnsignale und Haarausfall ist oft nur das sichtbare Zeichen innerer Prozesse, die lange unbemerkt geblieben sind. Deshalb ist es so wichtig, Veränderungen früh wahrzunehmen und den Körper ganzheitlich zu unterstützen. Abonnieren Sie den Kanal, um mehr darüber zu erfahren, was wirklich jeden Tag in Ihrem Körper passiert.